Mein Name ist Tarek, ich bin Moderator und ich bin schwarz, ich bin queer, ich bin schwarz, aber ich bin auch light-skinned. Das heißt, ja, ich bin von Rassismus betroffen, aber nochmal anders als Menschen, die zum Beispiel dark-skinned sind und auch anders als Menschen, die schwarz und dark-skinned und weiblich sind oder weiblich gelesen werden. Das heißt, ja, ich bin aufgrund von Queerfeindlichkeit und auch von Rassismus, von Diskriminierung betroffen, aber bin auch aufgrund meiner Hautfarbe auch manchmal privilegiert. Und das ist irgendwie ein wichtiger Punkt zu merken, dass, obwohl ich betroffen bin, es immer noch Menschen gibt, die noch mal viel, viel krasser betroffen sind. Und das ist für mich ein wichtiger Moment, um zu schauen, was heißt eigentlich Intersektionalität? Also ich habe angefangen, mich mit Gender und Co. zu beschäftigen, als ich eine Erzieherinnenausbildung gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass kleine Kids super früh schon in so Geschlechterrollen gepresst werden. Habe mir dann gedacht, das möchte ich gerne studieren, habe dann Gender Studies studiert, jedoch ohne Abschluss selbstbestimmt beendet, nicht abgebrochen und habe nebenbei aber auch schon Publizistik studiert und wusste einfach, dass wenn ich was zum Thema Feminismus machen möchte, dann will ich damit irgendwie rausgehen, ich will Content produzieren und habe dann meine eigene Videokolumne gestartet, Tareks Genderkrise, wo es um Feminismus ging, aber auch immer wohl wissend, dass Feminismus nicht bedeutet, bei Sexismus aufzuhören, sondern auch Rassismus mitzudenken, Queerfeindlichkeit mitzudenken, Behindertenfeindlichkeit, Dickenfeindlichkeit und all die wichtigen Themen, die aufploppen, wenn man an Intersektionalität denkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich während meines Studiums, vielleicht habe ich auch gerade aber auch geschlafen, als das Thema kam, ich mit dem Begriff Intersektionalität noch nicht so wirklich in Berührung gekommen bin. Das sind eigentlich erst Sachen gewesen, als ich über meine Arbeit immer mehr in feministischen Kontexten unterwegs war, auch in feministischen Kontexten, die eben nicht ausschließlich weiß waren, nicht ausschließlich cis-weiblich, sondern all das, was man Queer-Feminismus denkt, wo ja Berlin ganz, ganz vorne mit dabei ist. Und es kam dann wirklich erst hier, dass ich mit dem so wichtigen Konzept zum allerersten Mal nicht nur theoretisch, sondern auch sehr, sehr praktisch in der Interaktion mit Transmenschen, mit non-binären Menschen, die of color sind, die schwarz sind, die eine Behinderung haben. Und das kam eigentlich erst durch Berlin. Ich sage diesen Menschen gar nichts mehr, weil mir diese Menschen krass auf den Keks gehen und ich mir einfach denke, macht doch einfach mal die Augen auf. So, und wenn ihr gerne die Augen nicht aufmachen wollt, dann schaut doch mal auf Google, informiert euch einfach mal selber. Mein Ziel ist es nicht mehr, so meinen Fokus darauf zu setzen, auf die Menschen, die bewusst, unbewusst, warum auch immer Dinge nicht schnallen wollen oder können, sondern ich möchte lieber in queer-feministischen Räumen unterwegs sein, wohl wissend, dass da auch Menschen unterwegs sind, die Rassismen reproduzieren, denn ich tue es auch. Also niemand ist perfekt, aber ich erwarte schon von den Menschen, mit denen ich in Interaktion gehe, ein Minimum an Eigeninitiative, wenn es um die wichtigen Themen geht, die uns alle beschäftigen sollten. Ich glaube, dass das krass wichtig ist, intersektional zu denken, weil das für mich die Form von Feminismus ist, die die größte Waffe gegen das Patriarchat ist. Denn Menschen werden nicht nur aufgrund des Geschlechts diskriminiert, Menschen werden auch aufgrund der Hautfarbe, der Religion, des Körpertyps, ob sie cis oder nicht cis sind, diskriminiert. Und dann kann man sich nur mit Intersektionalität quasi bewaffnen, um dem ganzen Mist irgendwie, wenn auch nur minimal, etwas entgegenzuwirken. Intersektionalität hilft mir auch, meine eigenen Privilegien erkennen. Ja, ich bin queer, ich bin aber auch cis. So, das heißt, ich werde ganz anders diskriminiert als eine Person, die zum Beispiel non-binary ist oder trans ist oder inter ist. Und ja, ich bin von Rassismus betroffen, aber ich profitiere auch von Colorism. Und das ist etwas, wo ich immer noch merke, dass ich da noch krass viel lernen muss, weil dadurch, dass ich light-skinned bin, war mir das oft nicht so richtig bewusst. Und erst in der Interaktion mit dark-skinned people wurde mir erstmal klar, also ich wusste es, natürlich wusste ich es, aber ich hatte nicht so ein Gefühl dafür. Und ich weiß noch, früher haben immer Leute zu mir gesagt, du schaust ja gar nicht so schwarz aus, ergo bist du schön. Und dann war ich immer so, oh danke, ich bin schön. Habe aber gar nicht geschnallt, was das eigentlich bedeutet, was sie mir damit gesagt haben. Nämlich, dass wenn ich Features gehabt hätte, die in ihren Augen
mehr schwarz sind, wäre ich nicht mehr schön gewesen. Das heißt, es ist eine krasse eurozentristische Sichtweise auf Schönheit, auf Normschönheit. Und was ein vermeintliches Kompliment ist, habe ich erst Jahre später verstanden, was da eigentlich hintersteckt. Nämlich Colorism und eine Form von Rassismus, die mich vermeintlich besser dastehen lässt. Aber das tut es gar nicht, denn es ist eine krass eurozentristische Sicht auf das, was schön oder eben nicht schön ist. Und das zu verstehen, da hat mir auf jeden Fall Intersektionalität geholfen, aber auch einfach der Austausch mit anderen schwarzen Menschen, was ich auch ehrlich gesagt eine Zeit lang gar nicht so intensiv hatte, wie ich es jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren haben darf. Repräsentation in den Medien, also in der Branche, in der ich unterwegs bin, ist für mich das A und O. Ich merke aber trotzdem, dass das deutsche Mediensystem ist einfach ein weiß geprägtes. Und Repräsentation heißt da ganz, ganz oft einfach eine cis-weibliche Frau hinzustellen, die moderiert, die aber weiß ist. Und das ist aber nicht die Form von Repräsentation, die ich mir zum Beispiel wünschen würde, denn klar ist es cool, Schritt Nummer 1, wenn People of Color und Nicht-Cis-Menschen und schwarze Menschen auch ModeratorInnen sind. So, da arbeite ich auch ganz bewusst mit mir selber, weil ich will da auch hin. Aber wenn ich dann hinter die Kamera schaue, also die Menschen, die die Sachen produzieren, die Menschen, die die GeldgeberInnen sind, dann sind es zum größten Teil immer noch weiße Männer. Das heißt, Repräsentation vor der Kamera heißt so viel mehr als weiße Cis-Frau, Punkt Nummer 1. Dafür braucht es Intersektionalität. Aber Repräsentation heißt auch hinter der Kamera ein wirklich diverses Team. Und mit divers meine ich nicht, dass da FreiberuflerInnen auch mal durch die Gegend rennen dürfen, die auf Color oder die schwarz sind, sondern die Entscheiderebenen müssen divers werden. Und das hört nicht bei Cis-Geschlechtlichkeit auf. Ich möchte auch behinderte Menschen sehen. Ich möchte einfach all das sehen, was ich auf der Straße sehe, wenn ich durch Berlin laufe. Denn das ist die Welt, in der wir leben. Und wir sollten alle, wenn wir Bock darauf haben, ordentlich am Kuchen mitmampfen dürfen, aber den Kuchen auch selber backen dürfen. Denn so wie der Kuchen jetzt gerade ist, I don't know, habe ich Bock, den zu mampfen? Eigentlich eher nicht. Ich will einen neuen Kuchen und dafür brauchen wir Intersektionalität. Also erstmal freue ich mich erstmal, weil ich mir denke, yes, das ist genau das, was ich sehen möchte. Ich habe keine Lust mehr darauf, dass mich eigentlich ausschließlich weiße Menschen, weiße, schlanke Menschen, weiße Menschen ohne Behinderung auf Plakaten, in Magazinen, bei TV-Shows permanent angrinsen und mir das Gefühl geben, dass ich da nicht hingehöre. Wenn ich aber schaue, dass ausschließlich weiße MedienmacherInnen jetzt schwarze Personen oder Off-Color-Personen in die erste Reihe stellen, ein Foto machen, aber hintenrum sich nichts ändert, dann bekommt es natürlich ein Geschmäckle. Ich glaube aber, dass das der erste Schritt ist. Ich glaube, dass wir immer in Prozessen sind und ich freue mich über erstmal alles, was zumindest auch positiv wirkt. Denn die Plakate adressieren ja auch Hannelore und Hans-Dieter. Und wenn die sehen, dass schwarze Menschen dies, das, alles können, dann passiert auch bei denen was. Und nicht alle Menschen sind politisch. Ich kann nicht von allen Menschen erwarten, dass sie sich queer-feministisch positionieren. Das heißt, bei denen passiert was anderes als das, was ich mir vielleicht wünschen würde. Und trotzdem passiert was. Deswegen, ich freue mich über Repräsentation. Ich möchte nur einfach im Prozess dann auch was Nachhaltiges haben. Das ist der erste Schritt. High five, I'm in. Aber Gas geben jetzt. Denn nur ein Plakat ändert nicht die Welt. Aber es ist ein Anfang und darauf freue ich mich. Ich glaube, ich habe mich erst mit feministischen Themen auseinandergesetzt, bevor so meine Antira-Nummer irgendwie mit ins Spiel kam, weil ich in krass weißen Strukturen groß geworden bin. Ich habe zum Beispiel auch weiße Großeltern und das, was mich dazu gebracht hat, mich mit feministischen Themen auseinanderzusetzen, war die Tatsache, dass mein Opa meiner Oma damals verboten hat, einen Führerschein zu machen. So. Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum der Opa, den ich so lieb habe, meiner Oma, die ich auch lieb habe, Dinge verbietet. Das war für mich dann einfach der Moment, wo ich gemerkt habe, dass Männer und Frauen einfach gesellschaftlich anders behandelt werden. Und weil sie einfach weiß waren und alle Menschen um mich herum halt auch weiß waren, habe ich mich mit dem Thema Rassismus, ich wusste, was es heißt irgendwie, mir haben aber auch einfach Vokabeln gefehlt, mir hat Inspiration gefehlt und all das habe ich dann eigentlich erst bekommen, als ich mich mit feministischen Themen stärker beschäftigt habe. Also Geschlecht und Geschlechterrollen war so mein erstes Topic, auch aufgrund meiner Umgebung einfach und dann kam eigentlich erst später Antirassismus und
Gar nicht, weil ich ja auch so Lust hatte, mich damit zu beschäftigen, denn wer als schwarze Person hatte schon, denn es ist einfach ein beschissenes Thema und kostet sehr viel Energie, sondern es war wirklich so 2018, als in meinen Augen die AfD gefühlt immer größer wurde und ich einfach das Gefühl hatte, wenn in Deutschland über Rassismus gesprochen wird, ich meine, das ist heute leider immer noch so, aber damals irgendwie noch viel, viel extremer, dann immer aus einer weißen Perspektive heraus. Also wie können sich weiße Menschen anmaßen, schwarzen Menschen erklären zu wollen, was Rassismus ist, wann es kein Rassismus mehr ist, wann man doch mal lieber irgendwie chillig sein soll und nicht immer so ein krasses Drama machen sollte. Und als ich das irgendwie erlebt habe, war ich so, Momentchen mal, stopp. Also das Thema Rassismus als betroffene Person muss stärker auch in meinen eigenen Feminismus kommen. Und dann kam Intersektionalität und dann kam die Erlösung. Halleluja. Besonders krass beschäftigt mich gerade in meiner Arbeit eine Balance zu finden zwischen, ja, ich bin von Rassismus betroffen und ich habe auch das Gefühl, dass es auch meine Aufgabe ist, darüber zu sprechen öffentlich. Ich bin aber primär Moderator. Also ich bin eine Person, die sich gerne inszeniert, die auch gerne schöne Videos macht, schöne Fotos macht, die irgendwie krass auf Mode abfährt. Und das ist das, was ich eigentlich sein möchte. Denn ich bin nicht primär nur schwarz, aber ich werde immer nur als schwarze Person wahrgenommen, ergo immer in dieses Themenfeld, der muss jetzt was zum Thema Rassismus sagen. Und ich will das nicht mehr, aber trotzdem merke ich irgendwie so eine Spannung von, aber ich will doch, dass eben nicht nur weiße Menschen darüber öffentlich sprechen und ich will doch auch anderen schwarzen, anderen queeren Menschen sagen, dass sie sich den Kuchen nehmen sollen. Also muss ich auch irgendwie dieses Thema, ich kann es ja nicht ignorieren. Nur wenn ich darüber nicht spreche öffentlich, heißt es ja nicht, dass mir nicht Rassismus passiert. Ich versuche nur gerade für mich eine Balance zu finden zwischen, ja, ich will was tun, so, ich bin aber kein Aktivist und möchte auch nicht als Aktivist wahrgenommen werden, denn am Ende, wie gesagt, bin ich Moderator und deutsche Billy Porter und niemand spricht aber darüber, sondern wenn mich das Mediensystem anspricht, dann soll ich denen immer noch in 15 Sekunden sagen, was mir gefühlt letzte Woche rassistisch passiert ist. Mit meinem Handy wackel ich selber, wo ich mir denke, habe ich keinen Bock mehr drauf. Was aber auch heißt, dass weniger Jobs kommen. Und das ist gerade so ein Moment, wo ich merke, da muss ich noch meine Rolle finden und einfach safe in dem sein, was ich will. Und aber auch nicht so tun öffentlich, als gäbe es keinen Rassismus, denn das wäre auch bescheuert. Aber ich will auch Glamour, so, weil ich mir denke, weiße Menschen nehmen sich dieses Recht permanent heraus, nicht über ihre eigenen Rassismen sprechen zu müssen. Und von mir wird es permanent erwartet, anstatt dass die Leute einfach mal ihre Strukturen hinterfragen, ändern und mich nicht auch noch buchen als Moderator, aber on top auch noch als unbezahlter Antirassismus-Experte, der ich einfach nicht bin und niemals sein wollte.